Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Vor 3 Monaten begegneten wir auf der Straße einer kleinen, verlorenen Seele, einem streunenden Kätzchen, das verzweifelt in Müllsäcken nach etwas Essbarem wühlte. Als ich ihn leise rief, hielt er sofort inne und lief auf mich zu, als würde er spüren, dass dies vielleicht seine letzte Hoffnung war. Erst in diesem Moment konnte ich seinen erschreckenden Zustand wirklich erkennen. Er war abgemagert, schmutzig und verströmte einen starken Geruch. Sein kleiner Körper war mit offenen Wunden übersät. Besonders schlimm war sein entzündetes Auge. Eiter sickerte heraus und sein gesamtes Gesicht war blutüberströmt. Und dennoch schaute er mich mit einem unglaublich vertrauensvollen Blick an und miaute leise und kläglich. Mein Herz zog sich zusammen. Ohne zu zögern brachte ich ihn sofort zum Tierarzt. Das kleine Kätzchen erschrak beim Anblick des medizinischen Personals, doch es war so tapfer und ertrug alles Geduld. Es fraß so gierig, als hätte es seit Tagen, vielleicht sogar Wochen, nichts gegessen. Als ich seinen ausgemergelten Körper sah, konnte ich meine Tränen nicht zurückhalten. Der Tierarzt untersuchte ihn eingehend und stellte eine herzzerreißende Diagnose. Sein linkes Auge war irreparabel geschädigt und musste chirurgisch entfernt werden, um eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Doch sein Zustand war so kritisch, dass eine sofortige Operation undenkbar war. Er war so schwach und erschöpft, dass er intensive medizinische Versorgung brauchte, nur um zu überleben. Wir pflegten ihn Tag und Nacht, gaben ihm Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel, sprachen sanft mit ihm und ließen ihn spüren, dass er nicht mehr allein war. Bei einer Nachuntersuchung zeigte sich, dass sein kleiner Körper langsam wieder Kraft schöpfte und er sich deutlich erholt hatte. Kurz darauf wagten wir den Schritt zur Operation. Der Eingriff dauerte über 2 Stunden. Als er aus dem Operationssaal gebracht wurde, war er noch bewusstlos und an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Auf seiner geschwollenen, blutigen Nase war die Narbe der Naht deutlich zu sehen. Doch dieser kleine Kämpfer erwachte, still und lautlos, als wäre der Schmerz nichts im Vergleich zu dem, was er bereits durchgemacht hatte. Unter unserer Fürsorge erholte er sich auf wundersame Weise. Innerhalb weniger Monate war er kaum wiederzuerkennen. Die Wunde an seiner Nase verheilte vollständig. Sein Fell wurde weich und glänzend und sein einst knochiger Körper wurde rund und niedlich. Heute lebt er in Wärme, Sicherheit und Glück. Endlich geliebt. Endlich zu Hause. Danke fürs Zuschauen, liebe Freunde. Wenn euch dieses Video berührt hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch und teilt eure Gedanken mit uns in den Kommentaren.